Hier ist mein alter Arbeitsplatz, aber es wissen ja viele von euch, dass der Jürgen früher mal an der Börse gearbeitet hat, als Händler. Heute ist es sehr ruhig hier, aber früher hörte sich das so an. Natürlich ist es heute ruhiger, der Handel findet ja auch elektronisch statt. Guck mal hier, das ist eine echte Aktie, also physisch in den Händen. Und sowas wurde früher an der Börse gehandelt, also von A nach B übertragen. Und heute, ja, da reden wir über tokenisierte Wertpapiere, Anleihen auf der Blockchain. Und ich kenne jemanden, die kennt sich richtig gut damit aus. Und wie tokenisierte Wertpapiere funktionieren, dafür habe ich die Spezialistin Vera Neidl neben mir. Jetzt wird hier doch schon digital gehandelt. Wie sieht denn ein tokenisierter Wertpapierhandel aus? Der tokenisierte Wertpapierhandel bringt viele Vorteile mit sich. Zum Beispiel können die Anleihen direkt auf der Blockchain als Token begeben werden. Dadurch werden die Prozesse schlanker, es werden weniger Intermediäre benötigt und im Endeffekt wird es dadurch kostengünstiger. Und die Blockchain bietet die Möglichkeit, alle Transaktionen transparent aufzuzeichnen. Vera, du bist doch Digital Native. Ja, weißt du, was das hier ist? Eine physische Aktie mit Mantel und Bogen. Hier sind die Coupons dran, die du abschneiden kannst, wenn du eine Dividende bekommen möchtest. Das heißt, es wurde früher in der Zeitung aufgerufen, welcher Coupon fällig ist. Du siehst, die sind durchnummeriert. 68, 69, 70. Ganz früher bist du effektiv mit diesen Stücken an die Börse gegangen und ich habe dir die Aktie verkauft und habe von dir in dem Moment das Geld bekommen. Jetzt haben wir ja den digitalen Handel im Moment. Das heißt, die Wertpapiere werden über den Computer hin und her gebucht, Zahlung gegen Lieferung. Ich könnte theoretisch eine Aktie verkaufen, die ich noch nicht habe, also einen Leerverkauf machen. Ist ja verboten, machen wir nicht. Also hole ich mir das über eine Wertpapierleihe, um dir die Aktie verkaufen zu können. Wie funktioniert ein Leerverkauf, wenn es denn einen gibt, bei tokenisierten Wertpapieren? Bei tokenisierten Wertpapieren ist der Vorteil, dass die Anleihe auch wirklich da sein muss und in Tokenform auf der Blockchain vorliegt. Das heißt, nur wenn der Token mit der passenden Anleihe da ist, kann er auch weiterverkauft werden. Und dann haben wir ein echtes DVP, das wir erzeugen können, sofern wir den digitalen Euro haben. Das heißt, hier haben wir wirklich den atomaren, unmittelbaren Tausch von Geld gegen Aktie. Und interessant, dass du sagst, so werden Dividenden ausgezahlt. Mit tokenisierten Anleihen wird das alles automatisiert über Smart Contracts. Das heißt, die Blockchain hat eben das Register, beziehungsweise es ist genau aufgezeichnet, wer wie viele Anteile hat. Und dementsprechend werden Zinszahlungen und Dividenden berechnet. Und Smart Contracts können die Zahlungen automatisch an die Investoren durchführen. Du sagtest eben DVP, also Delivery versus Payment. Das läuft dann alles automatisch. Das heißt, Token gegen Geld und idealerweise der digitale Euro, digitale Währung dahinter. Und den Token muss ich aber haben. So gesehen ist kein Leerverkauf möglich? Genau, das Smart Contract gibt das Geld nur frei, wenn auch die Anleihe in Tokenform vorliegt. Das heißt, wenn die Anleihe gar nicht da ist, wird das Geld auch nicht freigegeben. Wer steckt jetzt dahinter? Wer organisiert das mit der Blockchain? Bislang haben schon ein paar große Unternehmen, vor allem DAX-Konzerne, Anleihen auf Blockchain ausgegeben. Das waren die Vorreiter in dem Markt. Und mittlerweile kommen immer mehr Emissionen dazu. Das heißt, mehr und mehr Unternehmen beschäftigen sich mit dem Thema und begeben weiterhin Anleihen in tokenisierter Form. Wer noch mit dabei sein muss, ist immer der Kryptowertpapierregisterführer. Er führt das Register, in das die Aktien eingetragen werden. Das ersetzt quasi den Zentralverwahrer in der klassischen Welt. Kryptowertpapierregisterführer. Das müssen wir jetzt aber noch mal erklären. Ja, das ist echt ein Unwort. Der Kryptowertpapierregisterführer hat die Aufgabe, die Token aufzuzeichnen bzw. ein Register darüber zu führen, wem welche Anteile gehören. Er führt quasi wie eine Art Buch, wem die Anteile gehören, und wenn Informationen benötigt werden oder Daten eingesehen werden müssen, ist er die erste Anlaufstelle dafür. Wer wird denn Kryptowertpapierregisterführer? Viele Parteien Kryptowertpapierregisterführer werden. Sie brauchen dafür aber eine BaFin-Lizenz. Die muss man bei der BaFin beantragen, und wenn die erworben wurde, kann man eben die Rolle des Kryptowertpapierregisterführers ausführen. Wenn jetzt alles auf der Blockchain stattfindet, für was brauchen wir da noch eine Börse?